Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Gekreuztes und so. Ich bin Karin und hier dreht sich fast alles um Kreuzstich. Und im heutigen Video kann ich euch endlich mal wieder 2 Finishes zeigen und 2 Neustarts. Und jetzt kribbelt es langsam unter meinen Fingern. Ich freue mich unwahrscheinlich auf den Mai. Ich hatte es euch ja schon angekündigt, ich habe 15 Neustarts geplant. Und eigentlich hätte ich jetzt am liebsten in den letzten Wochen schon 5 Neustarts gemacht. Also ich kann es kaum noch erwarten. Ich freue mich da unwahrscheinlich drauf. Aber 2 Neustarts gab es jetzt in den letzten Wochen. Die zeige ich euch gleich. Aber hier ist erstmal mein erstes Finish. Ich habe das auch mal so als FFO grob gefinisht, aber wirklich nur grob. Ich habe es nicht optimiert. Also hier finde ich, diese Ränder sind viel zu breit. Ich habe das auf so eine Pappe gespannt, hinten einfach nur gelaced. Und ich wollte es jetzt aber hier von der Pappe nicht zurechtschneiden, weil wenn ich das mal irgendwann in einen Bilderrahmen packe, hängt ja die Größe von der Pappe irgendwie vom Bilderrahmen ab. Deswegen dachte ich, nehme jetzt einfach die Pappe so, wie ich sie gleich da habe, spanne das hier mal drum. Und das hatte natürlich den Charme, ich konnte das jetzt mir schon überall hinstellen, weil die Pappen stehen ja überall, auch ohne Rahmen. Die braucht man ja nur in irgendeine Art Buchständer zu stellen oder halt, gibt es ja 1000 Möglichkeiten, die irgendwo hinzustellen. Sodass ich die jetzt auch vor Ostern oder zu Ostern schon aufstellen konnte, weil das ist so ein richtiges, ist zwar kein Ostermotiv, aber ich finde, das ist ein richtiges Frühlingsmotiv mit den Tausenden von Farben, den kleinen Bienchen, den Blumen. Ich finde das total schön. Ich habe jetzt leider meine Mappe dazu nicht mehr gefunden, weil ich das nun hier schon irgendwo stehen habe. Ich weiß nur noch, dass ich das von Etsy gekauft habe, das Motiv. Von Xara X-Stitch, glaube ich, hieß sie. Und ich habe das hier mit ganz normalen DMC-Fäden gestickt. Ich weiß jetzt aber auch wirklich nicht mehr, wie viele, welcher Stoff. Ein Stoff ist ein ganz normaler. Der sieht auch recht weiß aus. Aber es ist auf alle Fälle eine Art Even Weave, denke ich mal. Ich habe 2:1 oder 1:1. Mal sehen, ob man näher rangehen kann. Ich glaube, ich habe sogar nur 1:1 gestickt. Also ich glaube, das sind 36 oder 40 Count gewesen. Dadurch ist das jetzt auch nicht so sehr groß. Und ja, hat mir im Frühling jetzt wieder viel Freude bereitet. Ich hatte das ja letztes Jahr, letztes Jahr habe ich angefangen, das weiß ich noch. Und war da auch ziemlich weit gekommen letztes Jahr, weil das wirklich, ich fand es sehr schön zu sticken. Man hat viele Farbwechsel, aber nicht zu oft. Es ist nicht zu pixelig, also stickt sich gut. Genau, so dass ich das jetzt, wann habe ich denn das beendet? Ich glaube im Ende März jetzt 2026 und da war ich jetzt über ein Jahr dran beschäftigt, sagen wir mal, so grob zusammengefasst. Ist doof, ohne Stichpunkt. Ich weiß überhaupt nicht, wo die Mappe hin ist. Habe ich irgendwie beiseite gestellt, aber gut, das fertige Werk ist erstmal da und endlich mal wieder ein Finish. Ich habe auch noch ein zweites Finish. Aber das habe ich zuvor angefangen. Das ist auch gleichzeitig ein Neustart. Ich lege euch mal beide rein. Das rechte Motiv dürftet ihr schon kennen, beziehungsweise die schon länger meine Videos schauen. Und das linke Motiv ist jetzt dazu gekommen. Und zwar ist das Summer Trio von Brenda Gervais. Genau, wie man sieht, habe ich schon 2 Motive von 3 gestickt. Auf einem 36 CT Kaffee-Tee-Methode. Was ist denn das für ein Stoff? Ist das ein Leinen? Ja, ich glaube, das ist sogar ein Leinen. Ja, genau. Ist das Kaffee-Tee-Methode oder habe ich den gekauft? Ne, ich glaube, das sieht aus wie Kaffee-Tee-Methode. Gefärbt. Die Farbe ist auch ein bisschen dunkler, als ihr es jetzt hier im Video seht. Das ist hier irgendwie ein bisschen überbelichtet gerade. Und die Farben von dem Originalbild, das waren, glaube ich, alles nur Classic Colorworks oder Weeks Dye Works oder irgendwelche Fäden, die ich nicht habe. Ich habe die daher völlig frei aus meiner Garnkiste ersetzt. Ich habe mir hier so eine Garnkarte gebastelt mit so Farben, die für mich so ein bisschen nach Sommer aussehen. Und genau, dadurch sieht das jetzt nicht ganz identisch aus, wenn ihr mal genau hinguckt. Aber also gerade auch das Hello Sommer, das habe ich viel dunkler gemacht. Außerdem habe ich ein Hallo Sommer draus geschrieben. Ich habe das nicht auf Englisch gelassen, wie es hier auf dem Motiv ist. Und ich habe es halt auch dunkler gewählt. Mir hat diese helle Farbe, die ich hier
die ich mir hier gewählt hatte, hatte mir nicht gefallen. Das ist, wenn man halt die Farben ein bisschen umtauscht, ja, muss man da manchmal ein bisschen flexibler sein. Auf alle Fälle hatte ich dieses rechte Motiv hatte ich im Februar gestickt. Und genau das hier habe ich jetzt am 7.4.26 gestickt. Das war auch innerhalb von einem Tag fertig. Es gab zwar ein paar, wie nennt man das, ein paar Backstitch oder ein paar Longstitch, aber ansonsten war es nur ein normaler Kreuzstich. Hier seht ihr nur an den Blättern sind so eine, ja, so wie so eine Longstitche drin und mehr war da auch nicht. Sonst ganz normaler Backstitch. Ja, und als eigentlich auch eine schnelle Sache. Ich weiß noch nicht, ob ich hier so eine Kissen draus mache. Ich lege es nochmal rein. Oder ob ich das auf so eine Pappe spanne, wie hier mein Frühlingsmotiv. Ich werde das dritte erstmal noch sticken und dann werde ich alle drei zur gleichen Zeit finishen. Da fasst man es halt nur einmal an. Ihr kennt das sicher. Das Finishen ist für Sticker meistens nicht so das größte Hobby. Also zumindest für mich absolut nicht. Ich sticke lieber, als dass ich finische. Aber irgendwann muss man ja auch, oder man will ja auch mal was von den Motiven haben. Insofern werde ich da noch überlegen, ob ich die Kissen oder die Pappen draus mache. So, dieses Motiv ist dann mein zweiter Neustart. Und zwar ist das im Rahmen meines Stickmarathons, also wo ich jeden Monat einen anderen Designer ansticke, habe ich mir dieses Motiv ausgewählt von Isabelle Harcourt-Routier. Ich blende es hier unten mal mit ein. Genau, dieses Motiv habe ich in einer Zeitschrift gefunden. Und das ist eine sehr schöne Zeitschrift, aber auch eine sehr alte Zeitschrift. Kriegt man aber mitunter noch auf Vinted, wenn man weiß, wonach man sucht. Und die Zeitschrift heißt Main et Merveille und ist von Juli, August 2012. Das steht hier unten. Genau, die Zeitschriften haben sehr schöne Motive, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt mal kurz durchblättern wollen. Irgendwie seid ihr ein bisschen zu tief. Ihr seht nicht viel. Ist aber nicht alles von Isabelle Routier. Das ist zum Beispiel von Annie Poelagie. Habe ich ja auch schon ganz oft vorgestellt. Das sind ein paar Anleitungen. Das sind was zum Lesen. Eigentlich sind die Designs auf so einer Extra-Vorlage, aber hier waren sie jetzt zufällig trotzdem dazwischen. Gut, passiert, kann ich jetzt nicht ändern. Das ist auch sehr schön, finde ich. Das ist von Marie Suarez. Die werde ich auch noch im Stickmarathon ansticken, aber ich weiß noch nicht, ob es dieses Motiv sein wird. Es gibt von ihr so furchtbar viele. Das ist auch von ihr zum Beispiel. Gefällt mir auch immer. Das ist immer so schön dezent und ganz zart gehalten. Genau, hier haben wir noch dieses. Also hier in diesem Heft sieht man eigentlich immer, wie sie es verarbeitet haben. Man muss es halt nur übersetzen. Aber die Stickdesigns, die gibt es hier in so einem Extrablatt. Das ist jetzt zum Zeigen gar nicht mal so schlecht. Allerdings, wenn man es stickt, muss man natürlich immer erst das Extrablatt raussuchen. Hier sind sogar mal welche schon in der Zeitschrift drin. Also haut auch nicht hin mit dem Extrablatt. Sind wahrscheinlich nur die größeren. Ein paar maritime Motive, genau. Und das sticke ich gerade. Und ja, also ich wollte euch hier nur einen kurzen Einblick geben. Wir müssen hier nicht jede Seite durchblättern, aber wir sind auch, glaube ich, schon so gut wie durch. Genau, Moment. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz suchen, wo mein Motiv ist. Ich habe hier irgendwie ein bisschen Chaos neben mir. Genau, soweit bin ich gekommen. Und ich muss sagen, es ist mehr zu sticken, als man denkt. Ne? Man hat ja immer so ein kleines, niedliches Motiv, wo man denkt, ach, das ist schnell gemacht. Schnell gemacht, ja, schnell ist relativ. Ihr seht es ja auch schon, das ist eine recht große Fläche, die voll ausgestickt werden muss, wenn ich so eine Garnkarte daneben lege. Seht ihr auch, wie viel das ist. Und das ist ja nur ungefähr die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte von diesem Haus. Kommt hier oben noch die Schrift, hier noch ein bisschen Grünzeug hin.
Und auf der rechten Seite hatte ich schon ausgefüllt, aber ich werde es noch mindestens einmal in der Hand haben, um es fertigzustellen. Und dann möchte ich auch gerne so eine wunderschöne, so ein Endfinish haben. Ich habe zwar jetzt natürlich nicht so ein, ja, so wie so eine Art Kleiderbügel mit einem Motiv drauf. Das werde ich nicht haben, aber vielleicht kann man das mit Draht irgendwie zurechtbiegen. Ich finde das hier mit dieses gefranste wunderschön mit den Perlen. Mal sehen, ob ich das mache. Irgendwie so in der Art. Naja, so ähnlich wird es nur werden, denke ich mal. Genau. Aber soweit bin ich jetzt erstmal im Sticken. Ich habe das auf einem Aida-Stoff gestickt. Der ist wahrscheinlich 14 Count. Und den habe ich mit Teemethode, mit der Kaffee-Tee-Methode gefärbt. Und das Motiv hat 76 mal 132 Stiche. Insofern denkt man halt wirklich nicht viel. Aber dadurch, dass es sehr, sehr viel Fläche ist, stickt man doch eine ganze Zeit dran. Und was auch nicht so sehr schön an dem Motiv ist, aber ich kann euch das jetzt gar nicht richtig zeigen, oder? Doch kann ich. Wenn ich euch mal eine kleine Ecke zeige von dem Motiv, seht ihr, dass das keine Symbole hat, sondern nur Farben. Na gut, es stellt jetzt zwar nicht scharf, aber ihr seht schon, dass es nur blau und schwarz ist. Und blau und schwarz ist bestimmt nicht so sehr schwer, aber es gibt hier auch so ein paar braun, grün irgendwie Töne. Und da hier immer das Richtige zu treffen, ist immer, wenn man ohne Symbole arbeitet, jetzt nicht ganz so optimal, finde ich. Aber ja, geht, ist ja nur ein kleines Motiv, sollte mich jetzt nicht noch jahrelang beschäftigen. Dann nimmt man halt im Zweifel auch mal die falsche Farbe. Ist auch nicht schlimm, sieht halt ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, ich habe mich fast immer an die Originalfarben-Empfehlung gehalten. Ja, bis auf zweimal, da hatte ich die Farben nicht da. Die habe ich dann halt ersetzt. Das ist dieser Grauton und so ein Beige-Ton. Naja, ist jetzt auch nicht groß. Man versucht es dann halt so ähnlich zu treffen, wie es auf dem Bild aussieht. Ob es dann am Ende so aussieht wie auf diesem Motiv, tut es schon mal nicht, weil es in Aida-Stoff ist. Hier ist es wahrscheinlich ein Leinen. Aber ich dachte für das kleine Motiv, und ich hatte hier noch so einen wunderschönen kleinen Aida-Rest, den wollte ich jetzt mal mit verbrauchen dafür. Genau, bei diesem Monat wollte ich Isabelle Harcourt-Vautier sticken. Und ich hatte es euch zwar in dem letzten Video schon mal erzählt und auch gezeigt, aber die Designerin ist auf alle Fälle eine Französin. Sie hat auch sehr, sehr viele Bücher schon naja, geschrieben. Ihre Grafiken sind schon da drin enthalten, aber klar, ein bisschen Text hat sich ja auch, also man nennt es mal Bücher geschrieben. Also über sie gibt es unwahrscheinlich viel zu finden im Netz. Und man braucht da auch wirklich nur Isabelle Vautier eingeben bei zum Beispiel Google oder jeder Suchmaschine und findet da unzählige ihrer Motive. Man findet auch massig Bücher, wie gesagt, und man kann aber auch die Designs einzeln kaufen. Ganz normal in Europa halt, also ohne besondere größere Versandkosten, Zoll oder irgend sowas. Also wirklich überall zu kaufen, bei Casa Genina, bei Stickteufelchen? Ja, bei Cross-Stitch Corner. Ich glaube sogar bei Etsy findet man sie, also ganz bekannt in Frankreich auch. Und sie stickt sich gut. Und ich hatte auch hatte ich das im letzten? Nein, ich hatte es nicht. Ich wollte euch noch zeigen. Ich habe nämlich von ihr schon mal ein Bild gestickt. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Dazu muss ich euch jetzt mal aus der Kamera rausnehmen, aus der Halterung meine ich rausnehmen. Und das war dieser schöne Vogel. Es ist keine Möwe, es ist irgend so ein, tja, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie der hieß. Irgend so ein, ja, Vogel mit langen Beinen. Mensch, wie hieß denn dieser Vogel nur? Nee, komme ich überhaupt nicht mehr drauf. Den habe ich auch gerahmt. Der steht bei mir auch immer im Sommer im Wohnzimmer. Ich finde das immer ein sehr schönes Urlaubsmotiv. Genau, und den habe ich auf sehr groben Stoff damals gestickt gehabt. Ich glaube, da habe ich sogar 2 oder 3 Fäden über 2 Gewebefäden genommen. Also ist ein richtig großes Motiv, aber das kommt auch von Isabelle Vautier. Genauso wie das hier. Sie hat halt sehr viele maritime Motive. Ich mag das sehr. Mich erinnert das immer viel an Urlaub. Wartet mal, ich werde euch erstmal wieder einspannen, sonst wird euch ja schlecht und mir auch. Wird ja selber schlecht, wenn das Handy immer sich so schnell bewegt. Genau, zu dieser Designerin. Ich weiß jetzt gar nicht, wir haben heute schon
Wir sind schon wieder recht weit fortgeschritten im April. Im nächsten Monat, oder ich blende euch hier einfach mal ein, was ich die nächsten Monate geplant habe als Designer. Aber ich denke, ich werde zum nächsten Designer im nächsten Video nochmal was sagen können. Ihr kennt es aber alle, das ist Old Forest Embroidery. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Motive also auf YouTube-Kanälen von Old Forest Embroidery gesehen. Nee, das war jetzt falsch formuliert. Ich meine, es wird irgendwie laufen mir immer wieder Motive von Old Forest Embroidery über den Weg, so rum, und vor allen Dingen auch auf ganz vielen verschiedenen YouTube-Kanälen. So, jetzt wird ein Schuh draus. Also den hat, glaube ich, jeder schon gestickt, den kennt auch jeder. Würde ich aber im nächsten Video dann nochmal was dazu erzählen. So, jetzt kommen wir mal noch zu einigen Whips. Ich habe da noch eine ganze Menge, die ich euch zeigen kann. Und zwar habe ich an diesem Motiv von Theresa Kogert Remember Me gestickt. Dieses Motiv war mein Neujahrsstart am 01.01.26. Das hat 229 mal 264 Stiche. Und ich habe das auf einem 36 Count Shippy Hour Stoff gestickt, den man wieder mal, das scheint an dieser Kamera zu liegen, nicht farblich erkennt. Ich bin zwar heute mal woanders, von anderen Lichtverhältnissen, aber ich glaube, das liegt wirklich an der Kamera. Hier oben steht, was das für ein Stoff ist. Even Wave 36 Count. Und diese Shippy Hour Stoffe, die sind alle nur gefärbt. Die sind also auf der Rückseite komplett weiß. Und dieser ist so ein bisschen lindgrün-weiß gecheckert. Also ist eigentlich eine sehr schöne Farbe, stickt sich auch sehr schön darauf, finde ich zumindest. Und ich könnte euch mal noch einblenden, was ich das letzte Mal schon gestickt habe, falls ich ein Bild habe. Aber ich glaube, lässt sich auch gut erklären. Ich habe hier oben, ich habe hier diese Bordüre gestickt. Und ich blende euch mal das Gesamtbild ein. Und ihr seht, die Bordüre ist von diesem Bild ja eigentlich keine wirkliche Bordüre, sondern das ist ein eigenes Stickwerk, ne? Also die ist wunderschön. Also mir gefällt das Werk und es stickt sich auch wie von selbst. Also ist ein ganz, ganz tolles Motiv. Ich habe hier nur mit DMC-Fäden gestickt. Das sind ungefähr, wie viel haben wir denn hier? 10, 15 Farben, also auch recht überschaubar. Und habe ich irgendwas ausgetauscht? Ja, ich habe mal 1, 2 Farben ausgetauscht, weil ich sie nicht da hatte. Aber ja, nichts grob Auffälliges. Also ich halte mich schon meistens an die Vorlage und hier auch. Genau, also das ist ein Werk, da musste ich mich wirklich zwingen, das wieder wegzulegen. Das stickt sich wirklich wie von selbst. Ein wunderschönes Stück. So, weiter geht's mit diesem Exemplar. Wo habe ich denn jetzt mein Zettel hin? Hier. Mondblumen heißt das Werk von Sumarokova. Habe ich früher irgendwann 24 begonnen. Oh Gott, das sind jetzt 2 Jahre. Und ihr werdet jetzt gleich einen lächerlichen Fortschritt sehen. Aber ich will mich durch. Ich habe kein Vorherbild, weil ich immer, wenn ich da dran sticke, denke ich mir, ach, ich mache eh nur 2, 3 Kästchen. Und da lohnt sich das nicht so ein... Also ihr seht ja hier, so ein Kästchen ist ja nur so ein Pfützelchen und 2, 3 Kästchen macht jetzt nicht so viel. Aber ich habe 2403 Stiche gemacht. Ich habe hier unten die ganze Ecke gestickt. Also und habe damit jetzt hier auch meinen Abschluss gewählt. Weil ich hatte euch ja schon mal gesagt, mir ist das Bild viel zu groß. Ich bin kein großer, vollflächiger Stickfan. Also ich sticke lieber partiell. Und da habe ich mir gedacht, ich schneide das hier einfach ab. Irgendwie, vielleicht auch hier drüben. Auf alle Fälle so ziemlich mittig. Weil hier, bis hier unten zu dieser Mondblume möchte ich eigentlich nicht mehr. Und genau, ich habe es jetzt erstmal mittig abgeschnitten. Ich könnte es ja jederzeit verlängern und ziehe das jetzt hier rüber bis irgendwo hier. Ich denke mal, das könnte dann auch ein gewisses Motiv geben. Aber so habe ich wenigstens hier unten schon mal eine Kante erreicht. Insgesamt, also für das Gesamtbild wäre ich jetzt bei 8,79%. Oh, was für ein Elend, oder? 8,79%. Aber da ich ja nur ein Viertel mache, bin ich natürlich schon wesentlich weiter. Das ganze Bild wäre 400 mal 300 Stiche. Und ich habe das 2/1 gestickt, aber im Halbkreuz. Und wie ihr hier seht, habe ich hier überall ganz viele Fäden
laufen lassen, aber ich mache nicht die komplette Parkmethode. Ich mache hier auch so ein bisschen Cross-Country oder Country-Cross oder wie heißt denn das jetzt? Naja, wenn man halt in den Fahrten aussteckt. Also ich mache das so mal ein paar Lust mal, also wie ich halt gerade Lust habe. Manchmal mache ich den Faden, packe ich den hier drüben, weil ich keinen Bock mehr auf den Faden habe, wenn mir die Kästchen hier alle zu wild sind. Und manchmal mache ich noch hintereinander weg, dann sieht das dann halt hier so gepunktet aus. Aber das ist so ein Mischbild. Aber wenigstens hatte ich jetzt endlich mal so eine schöne rote Rundblume nach diesem hässlichen schwarzen Busch. Das hat dann doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn ich mir sage, ach, ich mache mal nur 2 Kästchen. Dann macht man doch irgendwie ein bisschen mehr und hat so diesen Stress nicht im Rücken. Ich muss es ja auch nicht machen. Ist ja eigentlich ein selbstgewähltes Motiv, aber ja, es war halt eigentlich, ich glaube, es war mein erstes oder mein zweites Voll-Coverage-Bild und das hat mich dann auch eigentlich schon wieder abgekühlt, sag ich mal. Bin halt nicht so der große Fan davon. Aber wir machen weiter. So, mein einziger Stitch-Along dieses Jahr bisher ist von Jardin Privé, Promenade Pastorale. Habe ich gesehen, geliebt, gekauft und angefangen. Wann habe ich das angefangen? Am 26.01. diesen Jahres. Und dieser Stitch-Along kommt von einer Facebook-Seite, eine französische Boutique de Méenfille. Und ich weiß gar nicht, wie weit die sind, ehrlich gesagt. Ich habe das zwar damals gesehen und habe mir deswegen dann auch das Motiv gekauft, aber ich verfolge nicht wirklich diesen Stitch-Along. Also das fing schon an, dass ich hier oben rechts anfing und die fingen oben links an. Also da habe ich eigentlich gleich einen Faden verloren. Ich mache das so, wie ich lustig bin. Und was habe ich gestickt? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Irgendwie ist mein letztes Video schon ein paar Tage her. Ich glaube, ich habe die Blüten gestickt. Ach ja, hier habe ich überall noch ein paar Schafe. Irgendwo habe ich Schafe gestickt, ja, so Mini-Schafe. Ja, ich glaube hier unten so ein bisschen Bordüre. Ja, alles so ein bisschen nach unten aufgefüllt. Aber ich bin hier unten noch nicht fertig. Ich bin jetzt hier bei dieser Blumenbordüre und dann kommen hier nochmal 3 so richtig schöne große Blumen hin. Also das geht schon noch ein ganzes Stück nach unten, aber es ist ein Traum. Also ich liebe es. Ich sticke sowieso unwahrscheinlich gern Jardin Privé. Ich habe es als PDF-Vorlage. Genau, und sticke das über Xodo erstmal ganz normal mit Abpunkten auf einem 46 Count Stoff. Den habe ich mit einer Kaffee-Tee-Methode gefärbt, aber nur ganz, ganz leicht. Ich habe den eigentlich nur ganz kurz reingehalten in die Brühe und dann habe ich den, glaube ich, trocken gebügelt. Ich wollte nicht so eine starke Musterung mit Backofen und so Verbrenneffekten. Das wollte ich nicht für das Motiv. Und in dem Motiv sind nur 9 Farben. Das finde ich halt auch immer sehr angenehm bei Jardin Privé. Die schaffen immer mit wenig Farben sehr schöne Motive. Und insgesamt ist das Motiv 215 mal 299 Kreuze groß. Also schon ordentlich. Aber ja, wenn ich das weiter jedes Mal in die Hand nehme, ja, man generiert halt doch recht gut Fortschritt. Macht auch irre Spaß. Also ich finde das einfach ein Traum. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und es gibt jetzt von Jardin Privé auf alle Fälle so eine Art, naja, eine App ist es nicht, aber so eine Webanwendung. Sowas Alternatives zu Patternkeepern oder Saga. Das habe ich aber noch nicht probiert. Wenn ich das dann mal probiert habe, dann würde ich euch das auch mal vorstellen. Aber bisher sticke ich halt nur über PDF und Xodo. Insofern. Ich weiß nur, dass es das gibt und ich will es mir auch angucken. Aber ich habe es noch nicht geschafft. So, als nächstes habe ich an diesem Werk weiter gestickt. Und oh, ich glaube, also da bin ich echt froh, wenn ich es endlich geschafft habe. Ich mag den Stoff hier irgendwie nicht. Aber ich bin jetzt auch bald am Ende. Also es geht schon. Also wir kriegen es hier überhaupt nicht drauf. Ich werde euch vielleicht mal abnehmen, damit ihr das besser seht. Moment. So, hier seht ihr mal, wie riesig das ist. Weil ich auch einfach einen ganz unmöglichen Stoff gewählt habe. Ich habe einen 28 Count, irgendwas Stoff. Ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, was das für ein Stoff ist. Ein Zweigart Britney Lugana, Farbe 70. Ja, finde ich unmöglich, den Stoff. Ich mag den überhaupt nicht. Oder er ist mir einfach zu grob. Also das Ding ist riesig.
das, was ich auch gestickt habe. Ich kann mal, habe ich hier mal ein A4-Blatt? Nee, habe ich nicht. Also es ist enorm. Es ist wirklich enorm. Und ich habe mich hier unten an dieser Pflanze, die habe ich jetzt fertig gemacht. Da waren überall noch ein paar offene Stiche. Und dann habe ich hier dieses Mittelmotiv und hier so ein bisschen aufgefüllt. Es ist jetzt auch nicht mehr viel, ne? Ihr seht, jetzt ist hier noch eine Lücke und dort eine Lücke. Und ich bin jetzt auch bei 90,01%. Also es sind jetzt noch 10%. Und die 10% sind ungefähr immer 1500, 1600 Stiche. Also das sollte ich beim nächsten Mal geschafft haben. Aber, boah, das ist extrem viel Gelb und Orange. Also mir hat das eigentlich sehr gut gefallen, das Motiv, aber ich muss ehrlich sagen, ich stick's nicht so sehr gerne. Entweder liegt es am Stoff oder an den Farben. Ich mag auch nicht unbedingt Gelb und Orange mehr, so jetzt nicht mehr. Aber ja, jetzt ist es bald fertig. Jetzt ziehen wir das auch noch durch. Einmal noch in die Hand genommen. 17 Farben sind hier drin. Und 198 mal 198 Stiche ist das Werk groß. Also es ist schon groß. Wann habe ich denn angefangen? Am 13.04.24. Na, das macht jetzt so ziemlich genau 2 Jahre. Aber wie gesagt, das schaffen wir noch dieses Jahr. Hoffe ich zumindest. Wenn ich jetzt natürlich im Frühjahr weglege und nie wieder rausnehme, dann schaffe ich es nicht. Also ich sollte es vielleicht nicht ganz so weit weglegen, damit ich es noch zu Ende bringe. So, ich habe euch gar nicht gesagt, das ist von Rosewood Manor und heißt Dreaming of Sunflowers. Und ich weiß, dass es gibt noch andere sehr schöne Rosewood Manor Motive, aber ich glaube, ich bin da jetzt ein bisschen, also auch so ähnliche, ich glaube, so ein Bild gibt es noch mit Tulpen und noch irgendwelche anderen bunten Blumen. Aber ich bin da jetzt ein bisschen gebremst. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich jetzt gleich nochmal. Erstmal nicht. Nee, das hat mir jetzt gereicht. So, als nächstes kommt dieses schöne Werk von Blackbird Design. Und da habe ich auch einen Riesenstoff gewählt, nämlich einen 32 Count. Boah, damit wird das enorm groß. Genau, aber man kriegt es fast noch auf die Kamera, unter die Kamera, in die Kamera. Genau, was habe ich gestickt? Ich habe diese Blume hier gestickt, dann diese Blume gestickt, noch hier ein bisschen lang gezogen und hier aufgefüllt. Und hier habe ich mich, an dieser Blume habe ich mich total verstickt. Fällt euch ja hoffentlich nicht auf, wenn ich es euch nicht wirklich sagen würde. Aber diese Blume, die hätte tiefer gemusst. Aber ich denke mal, auf so einem Sampler fällt das nicht wirklich auf. Auch selbst wenn diese Blume hier drüben nochmal hinkommt. Es ist halt immer so ein bisschen anders, ne? Und damit fällt das auch nicht auf, wenn die Blume dann hier drüben nochmal anders ist und vielleicht dann auch richtig gestickt. Aber wer weiß, ob ich die da drüben überhaupt richtig sticke. Insofern lassen wir uns überraschen. Es ist auf alle Fälle sticke ich das, ich glaube, ich sticke das nur 1/2. Und das bei 32 Count ergibt das dann natürlich so ein bisschen so ein Vintage-Effekt. Ne? Es blockt nicht so richtig raus mit den Farben. Aber es macht sich natürlich, 32 Count ist natürlich ein Träumchen, ne? Ohne Lupe, ohne Licht kann man wirklich überall sticken. Und ich habe das Werk am 29. Oktober 25 begonnen. Genau, ich sticke das gerne. Ja, dafür zwinge ich mich immer wieder ein bisschen, das wegzulegen, damit es nicht so schnell fertig ist. Ich finde das nämlich wirklich schön, aber es wird natürlich auch groß durch die 32 Count. Aber gut, dann habe ich halt mal einen großen Sampler. Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich habe ja eh keine Wände. Im Moment derzeit ist es eigentlich auch egal, ob dieser große in der Tasche liegt oder ein kleiner in der Tasche liegt. Auf alle Fälle habe ich hier ein schönes großes Stückchen Stoff. Passen noch viele Sampler drauf. So. Dann kommen wir mal zum nächsten. Da habe ich irgendwie noch nicht so sehr viel gestickt. Und zwar ist das, wie heißt der denn? Always Flowers von Lana Lenskaya. Das war
ein gemeinsames Projekt mit Céline von dem französischen Kanal Chez Céliane. Und dann haben noch 2 andere Stickerinnen mitgestickt. Ja, eine aus Frankreich, weiß ich aber gar nicht wer. Und noch eine andere, noch eine Sophie, die ist auch schon fertig mit dem Werk. Aber Céline und ich, wir sticken da noch dran. Und ich habe dieses Mal nicht so sehr viel dran gestickt. Ich lege mal rein, wie weit es war, bevor ich dran gestickt habe. Und ihr seht ja eigentlich nicht wirklich Fortschritt, außer hier unten. Ich habe die Bordüre fertig gemacht und hier unten angefangen, dieses Kästchen. Und das Schlimmste kommt hier eigentlich noch, das ist diese Schrift. Und diese Schrift ist auch das, was das den Sampler ein bisschen schwierig macht. Die ist nämlich 1:1 und ich sticke die immer mit 2 Fäden über einen halben Stich. Ja, und das ist mega piepselig und hier in diesem Kästchen kommt nochmal ganz, ganz viel Schrift rein. Ach, da habe ich mich jetzt erstmal für die Bordüre und für den Weg hier entschieden und mache hier erstmal, das wird hier eigentlich ungefähr das gleiche wie hier drüben, diese Blume rein. Und ja, also 1-2 Mal werde ich es noch in die Hand nehmen, bevor es fertig ist. Aber ansonsten finde ich den Sampler wunderschön. Mir gefällt der richtig, richtig gut. Von den Farben, obwohl ich hier ein bisschen was ausgetauscht habe. Ich hatte mal ein bisschen Probleme bei diesen, es gibt hier so eine hellen Töne irgendwo drin. Seht ihr das? Naja, so richtig sieht man es nicht. Die habe ich immer versucht ein bisschen auszutauschen. Manchmal ist es mir gelungen, manchmal weniger. Ja, das lag aber wahrscheinlich an meiner Stoffwahl. Wenn ich mich an die Stoffwahl gehalten hätte, wie der Designer das sagt, dann hätte ich dann weniger Probleme gehabt. Aber ich habe einen Newcastle Leinen 40 Count Milchkaffee gewählt. Und ich glaube, vorgeschlagen war, wie heißt denn das? Vintage Country Mocha? Ja, ich glaube so. Und dadurch habe ich jetzt 4 Farben ausgetauscht. Und es sind aber nur insgesamt recht wenig Farben. Wie viele Farben sind es denn? Ungefähr 10. Ja, und bei 4 habe ich ein bisschen gespielt, bis ich die richtigen gefunden habe. Also auch recht überschaubar, habe ich auf Etsy mal gekauft. Ich finde ihn wunderschön, den Sampler. Ich freue mich auch, wenn der fertig ist. Die Bordüre ist auch nicht so anstrengend, ist irgendwie zwar wiederholend, aber man kommt recht schnell vorwärts. Am anstrengendsten ist wirklich diese Schrift, weil sie halt einfach diesen Mini-Stich hat. Und ansonsten gibt es aber nur ganze Kreuzstiche. Ja, die Mini-Schrift reicht, glaube ich, auch schon. Die hat mich, glaube ich, sehr zurückgehauen. Ich glaube, Céline auch. An der Schrift kämpfen wir beide. Wir sind da nicht so die Fans davon. Vor allen Dingen auf 40 Count ist halt über 1 Sticken schon wirklich fies eigentlich. Eigentlich nicht schön. Aber jetzt haben wir es bald geschafft. Also ich zumindest. Ich kann euch den Fortschritt von Céline jetzt gar nicht einblenden. Sie stickt gerade nicht. Aber irgendwann schafft sie es sicherlich auch. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Also dieses Jahr sollte es zwar noch geschafft werden, hoffe ich mal. Ich meine, das Jahr ist ja noch lang. Wir sind ja erst im April. Das schaffen wir sicherlich noch. So. Und dann haben wir noch eins. Was haben wir denn hier? Ist das von Plum Street, dieses schöne Werk. Habe ich hier herausgesucht. Jetzt muss ich mal gucken, irgendwie bin ich hier noch nicht organisiert. Ach, Plum Street stickt sich auch sehr schön. Also ich denke mal, Plum Street und Teresa Kogat, das sind so ein bisschen meine Lieblingsdesigner derzeit. Ich teste mich ja noch durch auch andere Designer, durch den Stickmarathon, aber ja, meine Favoriten sind Teresa Kogat schon sehr lange und Plum Street gefällt mir natürlich auch. Das ist ähnlich, hat ähnlich große Flächen, die man wirklich schön füllen kann. Man hat aber auch, man hat kein Gepixel, sagen wir mal so. Man hat halt einfach keine Pixel. Man kann die Fäden aussticken. Man hat zwar Farbwechsel, ihr seht es ja, ist ja nicht nur einfarbig, ist ja kein Monochrom, aber es ist halt immer recht flächig. Und das ist bei Teresa Kogat auch so. Das mag ich sehr. Ich sticke das unwahrscheinlich gerne. Hier sind einige Farben, fast über 20 Farben und ich glaube auch, die habe ich komplett, ich glaube, die sind hier, ach genau, die sind hier so, die Farben mit Week Style Works, Classic Color Works, aber hier hinten ist die DMC-Variante und die habe ich also ich habe nur die genommen, ich habe keine Sonderfarben, keine anderen Garne. Und mit den normalen DMC-Fäden sieht es halt so aus, wie ihr es hier seht.
Und ich habe das am 1. März 26 begonnen. Und das ist nicht so sehr groß. Das hat 169 mal 185 Stiche. Ach stimmt, hier steht 22 Farben. Und ich habe das hier auf einem Etamin 28 Count gestickt. Also das wird ein bisschen größer, weil es halt nicht so sehr groß ist. Also deswegen habe ich mich für einen etwas groberen Stoff entschieden. Habe da jetzt zweimal dran gestickt. Nee, dreimal eigentlich. Hier steht nur der 3. Termin noch nicht drauf. Nee, obwohl. Ich glaube, zweimal habe ich jetzt dran gestickt. Einmal der Anstich und jetzt zum zweiten Mal habe ich mich eigentlich lang bewegt. Ich glaube, ich habe hier, vielleicht habe ich auch noch ein Vorherbild. Falls ich das habe, blende ich es mal mit ein. Aber ich glaube, ich habe hier die Blumen und hier die Mannequins gemacht. So niedlich, oder? Ich finde das so schön. Von Plum Street gibt es gerade so tolle Sampler. Ich muss mich da sehr zusammenreißen, nicht einen nach dem anderen zu kaufen. Weil man schafft das ja alles gar nicht mit dem Sticken. Ihr kennt das ja, man schafft das halt einfach alles nicht. Man hat so viele Sachen und ja, der Tag hat nur 24 Stunden und dann verliert man meistens auch noch 8 durch diese blöde Arbeit. Ja, und dann hat man ja auch noch Familie und sowas. Will man auch nicht zu kurz kommen lassen. Jetzt kommt auch noch der Garten. Aber ja, irgendwann werde ich euch vielleicht auch mal meine Gartenbilder einblenden, was ich so anbaue, wie das so aussieht. Im Moment sieht es nämlich noch ordentlich aus in meinem Garten, aber wenn das dann wuchert, das ist immer sehr interessant. Vielleicht nehme ich euch da auch mal mit. Dieses schöne Buch habe ich mir gekauft. Das wollte ich euch noch zeigen. Von Brenda Case. Und das ist mega. Das habe ich auf Amazon gekauft. Also das scheint es noch zu geben. Das ist mega dick. Und 20 Designs sind da drin. Und hier ist irgendein Zeitungsartikel drin. Habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Also ist wahrscheinlich ein gebrauchtes Buch gewesen. Und hier sind, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so richtig durchblättern kann. Ist erstmal auf alles auf Englisch, das ist vielleicht nicht so schön, aber die Designs sind ja, Stickvorlagen sind Stickvorlagen, genau. Also den hier zum Beispiel, den hat man als Design, den kann man sticken. Ist der nicht mega? Also, ich finde ihn so schön. So schön. Ich weiß jetzt gar nicht, ich wüsste jetzt auch gar nicht, welchen ich davon anfangen sollte. So schön finde ich die alle. Und da ich ja nur nächsten Monat so viele anfange und eigentlich auch meine 15 Projekte schon gewählt habe, kann ich den jetzt auch nicht noch anfangen. Insofern kann ich es euch nur zeigen und mich erfreuen, wie schön die sind. Das finde ich auch sehr lustig, dass da hier ein Alphabet stickt. Quatsch, ein Alphabet, wie nennt man das? Eine, ja, Multiplikationstafel. Heißt das bei uns nicht auch so? Ja, ich glaube schon. So schön. Genau, den Text zeige ich euch jetzt hier nicht, blende ich euch hier nicht ein, aber schaut doch mal, 20 Vorlagen. Mega, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel ich für das Buch bezahlt habe, aber nicht sonderlich viel. Ups, pardon. Ja, blätter mal mit euch hier durch. Oh, der ist auch schön. Gefällt mir auch sehr gut. So, wenn man Hochzeitstage feiert. Oh Gott, mein Mann und ich sind immer froh, wenn wir an unseren Hochzeitstag denken. Wir haben nämlich zu so einem ganz ungünstigen Tag geheiratet, am 22. Dezember, wo eigentlich kein Mensch heiratet. Und da sind wir eigentlich immer schon in Weihnachtsvorbereitung. Und ich glaube, wir haben es auch noch nie geschafft, essen zu gehen, weil man auch eigentlich immer so satt ist. Vor Weihnachten geht euch das auch so. Wir sind schon vor Weihnachten satt. Also ja, wir sind da nicht so sehr vorbildlich, was unser Hochzeitstag angeht. Aber das macht nichts. Wir sind jetzt trotzdem schon 18 Jahre verheiratet. Also man muss das nicht feiern, um lange durchzuhalten. Naja, durchhalten. Um lange glücklich zu sein. Dann nennen wir es mal so. Das mal nicht als durchhalten bezeichnen. Jo.
eigentlich, finde ich, wenn man das ein bisschen mit Gold und Silber macht. Auch nicht schlecht. Also ich finde die echt sehr schön. Alle. Ich wusste gar nicht, welchen ich zuerst sticken soll. Aber zum Glück muss ich mich ja nicht entscheiden. Habe ja gerade 15 Werke ausgesucht. Die sind dann nächstes Jahr mit dran. Oder im Laufe des restlichen Jahres. So, sind wir jetzt durch? Ich glaube, jetzt sind wir durch. Jawohl. Dann lasse ich die Seite mal noch offen. Ich wollte noch euch ein kurzes Live-Update geben. Weil, habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Meine Tochter, die ist jetzt 16 und macht jetzt gerade ihren Regelschulabschluss, ist aber auf so einer Gesamtschule. Das heißt, die können dort bis zur 13. Abitur machen. Aber sie haben auch die Möglichkeit, dadurch, dass das länger ist als an den üblichen Gymnasien, können die ein halbes Jahr ins Ausland gehen. Und wenn sie dort die Schule besuchen, müssen sie die 11. Klasse nicht nochmal komplett wiederholen. Und diese tolle Idee hatte meine Tochter natürlich und wollte gerne nach Amerika, ihr absolutes Traumland. Da haben wir uns über einen Schüleraustausch informiert. Boah, das ist ja alles halb unbezahlbar, also zumindest für uns. Und dann haben wir über Irland noch geguckt und was es sonst noch alles so gibt, englischsprachig. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich alles mega teuer. Du landest in einer Familie, wo wir nicht wissen, wo du landest. Ich meine, sie ist ja auch noch nicht alt, ne? Mit 16 willst du dein Kind auch noch nicht unbedingt so zu irgendwelchen Unbekannten schicken. Und dann haben wir zum Glück das Glück, dass mein Mann einen Zwillingsbruder hat in Australien. Und da haben wir überlegt, ob wir sie dorthin schicken. Und mein Schwager war damit einverstanden, seine Familie auch. Und insofern haben wir jetzt die letzten Monate diesen Aufenthalt organisiert. Und ich sage auch wirklich Monate, weil zuerst haben wir versucht, ein Stipendium zu bekommen. Naja, ohne Vitamin B scheint das nicht zu funktionieren. Also wir haben auf alle Fälle keins bekommen. Also das lag definitiv nicht an den Noten. Meine Tochter hatte einen Notendurchschnitt. Das war ja das Zeugnis von der 9. Klasse, 1,0. Also da gab es nichts an den Noten auszusetzen. Aber wie gesagt, wir kannten da keinen und das war eigentlich schon vornherein schon klar, dass das nichts wird. Und das hat uns schon Wochen gekostet. Erstmal die Stipendien raussuchen, die ganzen Anträge, die Papiere, ein Wust an Papieren. Um dann am Ende gesagt zu bekommen, aber April nicht mit euch. Und dann mussten wir uns selber eine Schule suchen und da haben wir natürlich einen Tipp gekriegt von meinem Schwager, wo wir uns hinwenden müssen, auf irgendeine Online-Seite, die dann immer nicht ging. Das war sehr erbaulich. Also immer, wenn wir auf dieser Online-Seite waren, es geht ja auch nicht tagsüber. Ne? Mein Kind musste ganz normal in die Schule gehen und wir mussten das entweder versuchen, dann nachmittags, abends zu machen. Also sie ist ja auch eine Ganztagsschule, sie kommt auch immer erst 16 Uhr nach Hause. Also waren wir dann immer erst 16 Uhr auf dieser Website oder am Wochenende und diese Seite ging immer nicht und das war so zerrend. Und auf dieser Seite sollte man sich für bestimmte Schulen entscheiden oder so konnte man die sich auswählen und das war über so eine Organisation, die ist dann mit den Schulen in Kontakt getreten und da hat man dann einen bekommt man dann einen Schulplatz angeboten. Ja, aber diese Online-Seite, die ging ja eben, wie gesagt, immer nicht und irgendwann ging sie aber mal und das waren, glaube ich, 25 Seiten, musste man sich da durchklicken, alles Mögliche angeben, wer, wie, wann, warum, weshalb, Alter, Allergien, Familie, Wohnort, warum, weshalb, wieso. Also 1000 Infos. Aber als wir das dann durchgeklickt hatten, muss ich sagen, ging das super mit dieser Organisation. Die hatten ruckzuck geantwortet, was alles noch fehlt, was wir noch brauchen. Dann haben sie uns gleich gesagt, dass die Schulen, die wir ausgewählt hatten, keine Leute aufnehmen. Dann haben wir nochmal andere Schulen ausgewählt. Das haben wir immer mit Hilfe meines Schwagers gemacht. Der wusste ja, wo die Schulen sind. Ich meine, das kriegt man über Google Maps sicherlich auch raus. Aber wenn du vor Ort bist, du weißt du dann doch ein bisschen besser, wo die nächstgelegene Schule ist. Und genau, dann haben wir die nächsten 4 angegeben und haben auch relativ schnell ein Angebot erhalten von einer Schule für ein halbes Jahr. Das ist eine ganz normale öffentliche Schule. Keinen guten Ruf, hat mein Schwager gesagt. Und kostet mal schnell 5.700 €, glaube ich. Ja, ungefähr haben wir so viel bezahlt.
Ja gut, das war das einzige Angebot, eine Friss oder stirb. Und gut, meine Tochter wollte immer noch ins Ausland gehen. Man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sich das irgendwann wieder legt, ne, diese Krankheit. Aber nein. Gut, dann haben wir diese Schule gebucht, dann braucht man eine Krankenversicherung. Ach, fragt nicht die Wege. Also diese abzuschließen ging ja noch rucki zucki, aber man brauchte die Versicherung schon, bevor wir auf dieser Schulseite waren. Und da wussten wir noch nicht, wann die Schule dort losgeht. Insofern brauchten wir dann wieder eine Verlängerung der Krankenkasse. Ach, hört bloß auf, das ist ein Bürokratie-Chaos gewesen, wo ich immer sage, ja, Bürokratie haben wir auch in Deutschland, aber irgendwie klappt es bei uns wenigstens. Habe ich so das Gefühl. Also irgendwie dauert zwar und ist nervig, aber klappt. Okay, die Versicherung hat man dann auch. Jetzt kam das letzte Drama, war jetzt noch die letzten Wochen das Visa. Da hat man auch wieder, ich glaube, 20 Seiten, Online-Seiten mit 1000 Fragestellungen und alles auf Englisch. Da habe ich gesagt, nee, jetzt bin ich raus. Da musste mein Mann ran, der ist zwar auch Franzose und kann kein Englisch, aber der kann besser Englisch als ich. Und meine Tochter, die kann recht gut Englisch, aber die kann natürlich dieses ganze Bürokraten-Englisch nicht. Also die versteht auch also dass dich da ja auch nicht vertippen, ne? Du kannst ja auch nicht einfach irgendwas ankreuzen, willst ja ins Land und brauchst diesen Visa-Antrag, um dort im Land dich aufhalten zu können. Und das hat auch nochmal 2 Tage, glaube ich, gekostet, dass das mein Mann und meine Tochter gemacht haben. Dann mussten sie es noch teilen und ach, hin und her. Und immer wieder standst du vor der Frage, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie geht denn das jetzt wieder? Aber meine Tochter ist jetzt fit mit ChatGPT, also die kann sich jetzt super alleine weiterhelfen. Also die musste auch sehr viel alleine machen, weil ich hatte gar nicht die Nerven dazu. Mein Mann hatte auch nicht die Nerven dazu. Also sie durfte uns zwar jederzeit fragen, aber wir saßen jetzt nicht die 8 Stunden neben ihr und haben das mit ihr gemeinsam gemacht. Also da hatten wir beide nicht den Willen dazu, unser Kind in die Welt zu schicken. Da musste sie wirklich sich durchkämpfen. Und das hat mir aber auch gezeigt, sie will das unbedingt. Sie kann das, sie macht das, sie schafft das. Sie ist auch eigenständig in gewisser Weise, weil sie muss ja schon alleine mit dem Flugzeug nach Australien fliegen. Also wir haben jetzt den Flug gebucht. Wir bringen sie noch nach Frankfurt, aber dann geht es alleine in die weite Welt. Und da muss sie sich ja auch alleine behelfen können. Da sind wir auch nicht da. Und selbst wenn sie uns anruft, können wir ihr nicht helfen. Also da muss sie wirklich mit der KI oder mit den Stewardessen um sie herum irgendwie zu Wege kommen. Und ja, das ist auf alle Fälle unser Großprojekt dieses Jahr. Und ich sage euch, das frisst Nerven. Und noch ist sie ja da, meine Tochter. Ich darf noch gar nicht drüber nachdenken, wie das ist, wenn sie dann auch noch nicht da ist, ein halbes Jahr. Boah, ihr könnt euch das sicher vorstellen, irgendwie ist das gruselig. Zumal sie noch so jung ist. Ich meine, ich war ja selber im Ausland, als ich jung war, aber ich war immerhin schon 20. Da ist man doch schon etwas älter als mit 16. Das ist also, genau, mein derzeitiges Live-Update. Ist zum Glück das Einzige, was bei uns ansteht. Alles andere läuft ist alles überschaubar und in geordneten Bahnen. Insofern haben wir jetzt auch, also wir haben auch die ganzen australischen Papiere jetzt abgeschlossen. Wir warten nur noch auf die Visa-Bestätigung. Die dauert aber 6 bis 8 Wochen. Können wir uns jetzt erstmal entspannen. Und dann, ja, geht es einfach nur noch zum Flughafen im Juli. Dann ist sie weg. Bis dahin macht sie jetzt ihren Regelschulabschluss, nennt man das so? Ja, 10. Klasse halt, weil es danach halt mit dem Abi nur für ein paar Schüler weitergeht. Ne? Also sie macht dann weiter Abi, zumindest ist das derzeit der Plan. Aber ob sie das nach Australien auch noch will, das habe ich auch schon gesagt, das kann sie sich ja danach überlegen. Das ist hier keine Pflicht. Akademiker gibt es genug in dieser Welt, braucht man nicht noch unbedingt. Kann sie völlig frei entscheiden. Schauen wir mal nach Australien. Jetzt muss sie erstmal diesen großen Schritt machen und dann schauen wir mal, ob sie ihr Abitur immer noch machen will oder ob sie dann plötzlich vielleicht doch mal Geld braucht für ihre ganzen anderen Wünsche, die sie so hat. Ja, gut, ich glaube, das war heute mal ein bisschen was Privates. Meine Stickprojekte habt ihr auch gesehen und insofern setze ich mich jetzt wieder an meine Sticksachen und sticke weiter. Und ich hoffe, ihr macht das auch. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, was ihr derzeit stickt. Würde mich echt interessieren. Ich mag das immer. Also nicht, was ihr alles insgesamt stickt, sondern was ihr jetzt gerade stickt, wenn ihr dieses Video hört. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Frühling und bis recht bald. Macht's gut. Ciao, ciao.